In diesem Irak Street Food Video zeige ich dir alle klassischen Gerichte der irakischen und kurdischen Küche. Werde ich dieses Stück Lammgehirn essen? Welche absurde Geschichte verbirgt sich hinter diesem Gericht? Was essen wir hier mit den Fingern vom Boden und wird dieser Fisch für das Gericht Masguf sterben müssen? Außerdem verrate ich, was die Iraker mit diesem Stein machen, warum ich am zweiten Tag meines Iraksbesuchs aus dem arabischen Irak rausgeschmissen wurde und was das und das ist und vieles mehr. Meine Reise beginnt mit einem Direktflug nach Erbil, Kurdistan, Irak. Erbil liegt im Norden des Iraks und gehört wie zum Beispiel auch die Städte Duhok und Süleymaniye zu den kurdischen Gebieten. Am Flughafen Erbil bezahle ich etwa $73 für ein Visum. Das Visum ist also nur ein Einreisestempel im Reisepass. Wir haben so viel Hunger, dass wir direkt mit den Koffern in das sehr bekannte Restaurant Abu Shab gehen, um etwas zu essen und danach weiter nach Mossul zu reisen, in den arabischen Teil des Landes, weil die Familie meines besten Freundes, der mit mir aus Deutschland geflogen ist, dort lebt. Verschiedene Suppen, Soßen, Hummus, Gemüseteller, Salate, warmes Brot und so weiter bekommt man im Irak zu seinem bestellten Essen immer gratis dazu. Bestellt haben wir aber nur zwei Sachen. Das erste heißt Kufta bzw. Kubbe, gefüllt mit Fleisch, Kräutern, Zwiebeln und Nüssen und es war sehr gut gewürzt. Die weiße Soße ist Joghurt und bringt zusammen mit den Zitronen eine sehr angenehme Säure rein. Von oben sind sie mit Sumak gewürzt. Das zweite Gericht heißt Shawarma Lehem, also Fleischschaurma und ist die irakische Variante der Shawarma, die wir in Deutschland auch kennen. Im Irak wird sie im klassischen Samun-Brot zubereitet. Das Brot ist schön warm, frisch im Tanur gebacken und ist innen drin immer hohl, damit man den Döner bzw. die Shawarma füllen kann. Auf dem Teller liegen 3 Brote mit Pommes, Zwiebeln und Gas. Als Gas wird das gewürzte Fleisch bezeichnet, das von allen Tieren zubereitet werden kann, nicht nur Rind und Lamm, sondern auch Hähnchen. Als Soße kann man zum Beispiel Granatapfelsirup verwenden und unter dem Fleisch liegt noch ein Brot, damit das Fett mit der Soße des Fleisches aufgesaugt wird und man es später noch essen kann. Ihr werdet sehen, dass die Iraker unter fast jedem Essen Brot darunter legen, damit die Soße des Gerichts nicht verschwendet wird. Nach jedem Essen bekommt man im Irak kostenlos einen Chai serviert. Nach dem Essen fahren wir mit dem Taxi nach Mossul in den arabischen Teil des Landes rüber, um seine Familie zu besuchen. Die Bilder von den zerstörten Straßen, die ihr gerade seht, stammen aus Mossul. Viele Araber, die ich später noch kennenlernen werde, sind stolz auf ihr Irak, selbst auf die zerstörten Straßen und Einrichtungen, weil sie täglich sehen, dass das Land wieder Stück für Stück aufgebaut wird, nachdem der Islamische Staat beginnend ab 2014 alles zerstört hat und viele Araber sich bis 2017 in den kurdischen Gebieten im Nordirak in Sicherheit gebracht haben. Am nächsten Morgen will ich zum Basar von Mossul fahren, um Fisch zu essen. Unterwegs sehen wir eine sehr bekannte Moschee, die zu den Zeiten von Saddam Hussein nicht zu Ende gestellt wurde und der Aufbau wurde jetzt wieder aufgenommen. Auf Arabisch heißt die Jam' Saddam Kebir, was so viel wie Moschee Saddam groß heißt. Auf dem Basar von Mossul gibt es eine Straße nur mit dem irakischen Nationalgericht Samak Masguf. Hier wird der Fisch am offenen Feuer gegrillt und alles, was ihr seht, sind bereits bestellte Fische. Aus Hygienegründen entscheide ich mich bewusst, keinen bereits getöteten Fisch grillen zu lassen, sondern einen frisch töten zu lassen, weil an einigen Ständen die Kiemen, Augen usw. entfernt wurden und ich die verschiedenen Anzeichen für frischen Fisch, die wir als Köchin in unserer Ausbildung lernen, teilweise gar nicht anwenden kann. Ich suche den beweglichsten, agilsten Fisch aus und lasse ihn töten. Die Tötung erfolgt mit einem Schlag auf den Kopf und mit einem ersten Schnitt. Dann wird er nicht am Bauch, sondern am Rücken eingeschnitten, weil er für Masguf am ganzen Stück bleiben muss. Der saubere Fisch wird gesalzen, mit Tomate eingerieben, mit unserem Namen versehen und am Feuer platziert. Wir haben jetzt 1 Stunde Zeit, den restlichen Teil des Basars zu besuchen, bis der Fisch fertig ist. Das Obst und Gemüse schmeckt im Irak unfassbar lecker, weil sie an der Sonne reifen und vor Ort geerntet werden. Im Mossuler Basar gibt es Gewürze ohne Ende. Natürlich habe ich mir einiges mitgenommen und sogar Lammhoden gesehen, die ich bereits in Deutschland zubereitet und gegessen habe. Bei diesem jungen Mann trinken wir einen sehr leckeren, nicht zu sehr gesüßten Weintraubensaft und spazieren weiter zu noch mehr Gewürzhändlern. Für einen Koch ist das Paradies. Diese getrockneten Zitronen werden oft in suppenähnlichen Gerichten verwendet und wenn sie dezent eingesetzt werden, schmecken sie mir sogar. Das hier ist getrocknete Tut, auf Armenisch-Georgisch sagen wir Tuta dazu, auf Deutsch heißt sie Maulbeere und ist saftig und süß und erinnert mich an meine Kindheit.
Der Mossuler Basar hat unfassbar viele Küchenartikel von Geschirr über Töpfe, Pfannen, Besteck, Platten für größere Reisgerichte, Becher, Kaffee- und Teekannen und fast alles wird hier in Handarbeit hergestellt. Natürlich kaufe ich mir das eine oder andere für zu Hause. Leider sind sehr viele Sachen aus Aluminium, aber wenn man sucht, findet man auch stabile Eisengegenstände. Auf dem Weg zurück zu unserem Masguf sehen wir noch viele Leckereien, Kischmisch, Nüsse, das hier ist frische Kurkuma, einen am Boden liegenden Kuhkopf und hier sind noch mehr Lammköpfe. Ob ich einen Lammkopf bzw. Lammgehirn später essen werde, verrate ich euch am Ende des Videos. Diesen geriffelten Stein benutzen die Iraker für die Entfernung der Hornhaut an den Füßen. Zurück in der Fischstraße sehen wir diesen Händler, der Tarusi-Gurken verkauft, und probieren ein Stück. Es ist sehr lecker. Unser Fisch ist fertig und wird mit Reis, eingelegtem Gemüse, Zwiebeln, Salaten und Soßen und warmem Brot serviert. Samak Masguf wird klassischerweise aus Karpfen zubereitet und gilt im Irak als Nationalgericht. Es gibt viele Masguf-Varianten und Würzungen. Zum Beispiel kann man eine gewürzintensive oder tomatisierte Mischung auf der Oberfläche wünschen. Ich habe es aber pur bestellt, um noch was vom Fisch zu haben. Wenn der Masguf von der Oberseite fertig ist, wird er mit der Unterseite, da wo die Schuppen dran sind, in die heiße Asche gelegt und verkohlt von unten. Das ist wichtig, damit auch das dicke Rückenfleisch durchgegart wird. Die Gräten sind riesig und sollten auf gar keinen Fall verschluckt werden. Die Tatsache, dass der Karpfen am Rücken eingeschnitten wird und nicht am Bauch, wird dadurch der Fleischanteil hervorragend halbiert und kann von jeder Person auf seiner Seite des Tisches gegessen werden. Das ist deswegen so wichtig, weil man sich beim gemeinsamen Essen aus einer Platte immer auf seiner Seite der Platte konzentrieren sollte. Es gehört sich nicht auf die andere Seite zu greifen, um sich ein tolles oder großes Stück zu nehmen. Der Karpfen ist nicht bei jedem meiner Kochkollegen beliebt, weil er manchmal als erdig gilt, aber mir schmeckt er wirklich sehr gut und grundsätzlich liebe ich fast alles, das am Feuer zubereitet wird. Nach dem Essen genießen wir einen Chai als Nachtisch und mir fällt immer wieder auf, dass das wirklich eine Männerwelt für sich ist. Beim Spaziergang durch Mossul sehen wir die zweitgrößte Uni des Landes. Die größte Uni ist in der Hauptstadt Bagdad. Der Straßenverkehr findet manchmal auf dem Bürgersteig statt, nein, Spaß beiseite, aber hauptsächlich fährt man im Irak mit den Taxis herum und sollte als Ausländer aufpassen, vor den Taxifahrern nicht verarscht zu werden. In Mossul finden wir diese Bäckerei mit hunderten von Baklava-Spezialitäten und entscheiden uns für Kasta und Kunafa. Kasta würde ich als eingedicktes Milchpudding bezeichnen und die Kunafa war leider nicht ganz frisch. An der nächsten Straße gibt es unfassbar viele Brotsorten, selbst Dinkelvarianten, Lavaschbrote aus dem Tanurofen, Sesamgebäck und Hefezöpfe mit gratis Bienen dazu. Aber mein Bauch ist so voll, dass da nur ein arabischer Kaffee reinpasst, den wir am Straßenrand kostenlos zum Probieren bekommen haben. Später am Abend werde ich noch eine echte irakische Dolma essen, die mit den Händen einer echten irakischen Mutter zubereitet wurde. Schön zitronig, sehr lecker, unten drunter wie immer ein Brot, damit die Soße aufgesaugt wird. Und ich habe 1:1 identisches Rezept bei mir auf dem Kanal. Das einzige, was ich nicht verwendet habe, aber die Iraker verwenden, ist Mangold. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich noch gar nicht, dass das mein letztes Essen im arabischen Teil des Iraks war. Die Taxifahrt zurück nach Mossul wird von den Grenzsoldaten gestoppt. Nach 5 Stunden Aufenthalt bei ihnen wird mir erklärt, dass ich in Erbil im kurdischen Teil des Iraks eingereist bin und dort ein Visum bekommen habe. Dieses Visum gilt nicht für den arabischen Teil des Iraks, obwohl mir die irakische Botschaft in Berlin dies telefonisch versichert hat. Um mich in Mossul aufhalten zu können, hätte ich erstmalig in Bagdad einreisen und dort ein Visum bekommen müssen. Ich werde in der Nacht zur kurdischen Grenze gebracht und des Landes verwiesen. Später wird die Vermutung geäußert, dass ich hätte auch ein Spion sein können. Die Stadt Mossul ist wunderbar, die Menschen sind sehr nett und ich wurde größtenteils herzlichst aufgenommen und war überwiegend willkommen. Vielleicht reise ich irgendwann über Bagdad ein und lerne den arabischen Teil des Iraks intensiver kennen. Willkommen in Erbil in Kurdistan, Irak. Unser Morgen beginnt mit der berühmtesten Streetfood-Straße von Erbil in Skan mit einem echten irakischen Frühstück im arabischen Kleid, das ich am Abend zuvor in Mossul gekauft habe. Zum Frühstück gibt es vorab eine Suppe, warmes Tanulbrot, Chai, dieses blätterteigige Gebäck heißt Kahi und wird zusammen mit Gamer und Honig gegessen. Gamer ist eine Art Frischkäse, die klassisch aus Büffelmilch hergestellt wird. In der Türkei, Afghanistan, Iran und in Griechenland ist es vielleicht unter dem Namen Kaymak bekannt. Ein anderer Frühstücksklassiker ist Machlama. Eier, Tomate, Zwiebeln, Fleisch und das Ganze wird mit Brot und den Händen gegessen.
Unter der Zitadelle von Erbil an dem Hauptplatz drumherum gibt es viele Stände mit Fastfood. Dazu gehören sehr viele Baklava-Süßigkeiten und viele Säfte. Wir probieren hier Aprikose und Mango aus, was sehr lecker war. Danach fahren wir in den echten Erbiler Bazar, wo auch die Einheimischen einkaufen. Der Bazar heißt Lenga. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Unser Weg führt dann direkt zu diesem sehr berühmten Restaurant Samad, wo viele irakische Promis und Berühmtheiten essen. Mit diesen berühmten Musikern aus dem Fernsehen machen wir ein Selfie. Das heiße Tanur-Brot war sehr lecker. Die Shorbet-Adas-Suppe, der Salat mit dem frittierten arabischen Brot, Dips und Hummus waren okay, aber unsere Hauptbestellungen waren unter anderem Tashrib. Tashrib ist eine Art in Tomatensauce getunkte Brotspeise mit Lammfleisch. Das Runde da hinten ist die getrocknete Zitrone, die ich euch bereits im Mossuler Bazar gezeigt habe. Zum Tashrib gehört auch der Reis, hier rechts im Bild. Diese Pflaumen-Aprikosen-Mischung ist mit dem Namen Kaisi und man kann es zusätzlich mit Fasolie, also Bohneneintopf, oder Bamia, also Okraschotteneintopf, essen. Nachdem ich 3 Gerichte bestellt hatte und mir nach und nach mitgeteilt wurde, dass diese Gerichte ausverkauft seien, handelte der Kellner mit mir wie auf einem Bazar und wollte mir ein Essen unterjubeln, das ich gar nicht wollte. Ich entschied mich für dieses Lammgericht mit dem Namen Kusi. Das ist ein Originalfoto aus der Speisekarte und man sieht, dass es sich hier um das teuerste Stück handelt, Lammrücken, also Lamm Carré. Bekommen habe ich allerdings eine Lammhaxe, also das günstigste Wadenfleisch, und fühlte mich leicht veräppelt. Ich habe dann sehr freundlich gebeten, mir das Gericht mit Lammrücken zu servieren und habe den Lammrücken bekommen, leider mit einem Haar drinne, und war letztendlich sehr enttäuscht. Später habe ich von den Einheimischen gehört, dass Samad früher sehr gut war, aber jetzt sehr schlecht geworden ist. Danach sehen wir uns die Jalil Hayat Moschee an, eine Abbildung des Originals, das in der Türkei steht, und bitten um Einlass. Vielen Dank und schöne Grüße an den sehr netten Abu Shabab, der uns die Tore geöffnet hat. Ich glaube, man muss kein Moslem sein, um diese riesige Moschee mit Staunen zu betrachten. Vor allem geht es hinten im Garten sozusagen noch weiter. Insgesamt bleiben wir etwa 8 Tage in Erbil, bevor wir in die nächste Stadt reisen. Deswegen haben wir genug Zeit, die Zitadelle von Erbil direkt im Zentrum zu besuchen. Laut UNESCO-Weltkulturerbe gehört die Zitadelle von Erbil zu den meist durchgängig bewohnten Orten der Welt. Innerhalb der Zitadelle könnt ihr in verschiedene Museen reingehen, der Eintritt kostet nur kleines Geld, und viel über Erbil und seine Bewohner erfahren. Später essen wir noch alle irakischen Originalvarianten von Kubbe. Kubbe in tomatisierter Soße mit Fleisch, Zwiebeln, Nussfüllung, Kubbe mit Eierfüllung in säuerlicher Tarusi Gurken-Joghurtsoße und natürlich die flache Kubbe Mossuler Art, die wie eine Pizza geschnitten werden kann und nach der Stadt Mossul benannt wurde. In der Streetfood-Straße Skan wird erst abends sehr interessant, wenn sich die Männer einfinden, um zu essen. Hier gibt es wirklich alles. Es wird direkt an der Straße gekocht, serviert und gegessen. Egal ob Fleischgerichte, Reisgerichte oder Getränke. Ich komme nicht an diesem Ayran-Stand vorbei, ohne ihn zu probieren. So lecker, leicht salzig und frisch und kühlt die Seele bei 38 Grad am Abend direkt ab. Während ich in der Skanstraße alles besichtige und nach alles essen werde, schockiert mich immer wieder die Tatsache, dass hier sehr kleine Kinder, teilweise 5 bis 10 Jahre alt, in den Restaurants arbeiten oder auf der Straße versuchen, Wasser zu verkaufen oder zu betrügen, um zu überleben. Das ist sowohl in dem arabischen als auch in dem kurdischen Teil des Iraks gleichermaßen, obwohl der kurdische Teil deutlich moderner ist und sich offensichtlich zu Europa richtet. Im Kurdistan fühlt man sich auf den Straßen sehr sicher. Durch mein Aussehen gehe ich als Kurde oder Araber durch. Deutsche sind grundsätzlich sehr willkommen und in dem kurdischen Teil werde ich nicht nur als Deutscher, sondern als Armenier sehr herzlich empfangen. Wir bekommen Hunger auf Lahmacun und bestellen eine Version mit Fleisch und Eiern, wo die Eier gleich mit den Fingern verteilt werden, und eine andere Version mit Fleisch und Käse. Iraker essen ihr Lahmacun gern mit Granatapfelsirup. Im Tanur gebacken schmeckt wirklich alles viel besser.
In der Skanstraße gibt es noch einen riesen Garten, wo hauptsächlich Männer Shisha rauchen oder Domino oder andere Spiele spielen. Shisha rauchen kann man auch hervorragend direkt unter der Zitadelle von Erbil. Solltet ihr in den Irak reisen, dann beachtet bitte, dass auch wir Männer gut darin beraten sind, wenn wir keine kurzen Hosen tragen, zumindest nicht in dem arabischen Teil des Iraks, egal wie heiß es draußen ist. Viele Iraker haben zu Hause einen Ventilator an der Decke, ein Gerät, das kalte Luft reinbläst, weil es so unfassbar heiß ist, und ihr solltet bedenken, dass viele Einheimische, aber auch viele Hotels nur solche Toiletten haben. Am Abend besuchen wir das moderne Einkaufszentrum Family Mall und fallen dann todmüde in unsere Betten. Heute Morgen wollen wir zuerst an diesen besonderen Ort fahren und danach am Abend dieses besondere Essen genießen, aber dafür müssen wir erst einmal kräftig frühstücken. Zum Frühstück gibt's Lablabi, eine Kichererbsensuppe, die im Irak gern gegessen wird, die ich allerdings schon aus der tunesischen Küche kenne. Samunbrot gibt's natürlich auch dazu, aber uns reicht die eine Suppe noch nicht aus, um die mehrstündige Fahrt zu bewältigen. Daher stärken wir uns zusätzlich noch mit weiteren gefüllten Samunbroten. Hier einmal mit Fleisch und hier einmal mit der vegetarischen Variante mit Falafel, Pommes und Aubergine. Als Soße verwenden wir heute die Amber-Soße und ich schaue noch kurz beim Brotbacken zu. Die mehrstündige Fahrt nach Bechal, das übrigens auch noch zu Erbil gehört, zeigt mir, wie bergig und steinig dieses Land ist. Irak erinnert mich sehr an Armenien und teilweise an Georgien und weckt in mir heimatliche Gefühle. In Bechal nehme ich mir ein paar wunderschöne Handarbeiten mit und bewundere immer wieder die Freundlichkeit der Menschen, mit der sie mir begegnen. Und da vorne sieht man bereits die Bechaler Wasserfälle, wofür nicht nur Touristen, sondern auch Iraker hierher kommen. Oben angekommen genießen wir das eiskalte Wasser auf unseren Füßen und man sagt so viel Gutes über dieses Wasser, dass ich es natürlich probieren muss. Außerdem trinke ich hier den leckersten Honigmelonensaft meines Lebens und wir fahren richtig hungrig wieder nach Erbil in dieses Mandi-Restaurant. Mandi ist ein klassisches Gericht aus stundenlang zubereitetem Lammfleisch und Safranreis und kommt ursprünglich aus dem Jemen. Ein Originalrezept habe ich bereits bei mir auf meinem Kanal veröffentlicht. Schaut euch das später nach diesem Video gerne an. Hier seht ihr, wie die drei Araber mit den Fingern essen und ich mit dem Löffel zugreife. Und ein paar Minuten später bin ich dann auch so weit, dass ich ein-, zweimal übe und beim dritten Mal klappt die Technik mit dem Fingeressen einwandfrei. Es ist schon ein tolles Gefühl, auf dem Boden zu sitzen und mit den Händen zu essen. Dieses Restaurant gefällt mir so sehr, dass ich hierher ein zweites Mal wiederkommen werde. Danach trinken wir noch einen Granatapfel-Zitronengetränk mit dem Namen Maxiki und einem Salzrand und planen den morgigen, vorläufig letzten Tag in Erbil, bevor wir in die Stadt Duhok weiterreisen. Der nächste Morgen in Erbil beginnt mit Gulecha. Gulecha ist ein klassisches Gebäck, das mit vielerlei Füllungen zubereitet werden kann, zum Beispiel Dattel, Gelee oder Kokosfüllung. In der Nähe der Zitadelle wird dieser besondere Honig verkauft, den ich gern gekauft habe. Die Ladenbesitzerin zeigt mir stolz das Zertifikat der kurdischen Regierung über die Qualität ihres Honigs. Zum Mittag essen wir noch im Restaurant Asina zwei Gerichte. Zum einen gibt es einen Grillteller mit Kebab, einem Fleisch und einem Innereienspieß und Tapse dazu. Tapse erinnert mich sehr an den georgischen Auberginensalat, nenne ich es mal. Das andere Gericht heißt Chalia und wird mit Reis und Brot serviert und hat eine absurde Geschichte. Angeblich hat irgendeine Frau aus Geldmangel Kinder entführt und sie zu einem Gericht verarbeitet und verkauft. Irgendwann sollen die Leute dahinter gekommen sein und so entstand das Rezept für Chalia. Die Geschichte scheint nicht unter den Kurden, sondern eher unter den Arabern verbreitet zu sein. Ich habe gar keine Ahnung, was Kannibalismus mit diesem Gericht zu tun hat, aber es kann mit Rind und Lamm gekocht werden und man sollte viel Fett einarbeiten. Schaut mal, wie der Ayran in diesem Restaurant serviert wird, man trinkt ihn aus der Kelle. Die Fahrt in die kurdische Stadt Duhok, was so viel wie kleines Dorf heißt, dauert einige Stunden, aber wir steuern direkt das sehr bekannte Restaurant Al-Asaim, was so viel wie die Gäste heißt, an, wo man echtes kurdisches Essen bekommt. Bevor unsere Hauptgerichte kommen, kommen erstmal gefühlt 20 kleine Gerichte, die kostenlos dazugehören. Das Brot ist heiß und ist wirklich traumhaft. Die Suppen, Salate, Hummus und so weiter sind okay, aber dieses Weizen-Tomaten-Ragout, nenne ich es mal, war sehr lecker. Das hier sind Äpfel in einer süßen Mayonnaise. Es wird eine klassische Mayo gemacht, aber mit Zucker versüßt. Das war wirklich nicht schlecht. Und wenn man den Kellner fragt, was das alles für Essen ist, das man so kostenlos einfach so dazu bekommt, dann kommt die Antwort, dass das herzlich willkommen in unserem Restaurant ist. Also quasi der Gruß aus der Küche. Unsere Platte ist jetzt da und heißt Dik Kurdi.
Steak Kurdi bedeutet kurdischer Hahn und ist ein authentisches Gericht der kurdischen Küche. Es wird auch mit Bamia, Fasolje, dem eigenen Suppensaft und Reis gegessen. Dadurch, dass das keine weiblichen Tiere sind, sondern männliche Hähne, die in der Regel älter und magerer sind, ist das Fleisch entsprechend fest. Das Brot ist so toll, dass ich mir das hinter den Kulissen angucken will und staune nicht schlecht, dass hier 3 Leute nur fürs Brotbacken abgestellt wurden. Die frisch geschlachteten Hähne unseres Steak Kurdi sind auch in Bearbeitung. In den nächsten Tagen werde ich noch viele klassische Gerichte essen, zum Beispiel dieses Frühstücksgericht Bajilla Bildihin mit Brot, Eiern und Saubohnen. Übersetzt bedeutet das Bohnen in Öl, weil sie eigentlich in Öl zubereitet werden und nass sind. Deswegen liegt auch das Brot drunter, damit die Soße aufgesaugt wird. Eigentlich werden die Bajillas bereits gepellt serviert, sodass man keine Arbeit mehr hat und in Ruhe essen kann, aber das hier ist ein Straßenverkauf. In Duhok gibt es einen Staudamm, der ein bisschen zur Touristenattraktion gehört, den wir besuchen, und direkt daneben ist dieses Restaurant Paradies bzw. Paradise. Dort trinken wir einen sehr gewürzintensiven und leckeren arabischen Kaffee und besuchen den Duhoker Bazar, probieren dort verschiedene Käsesorten aus, kaufen noch ein paar Knabberzeugs, probieren noch viele Süßigkeiten aus. In diesen Flaschen soll Kaugummiwasser drin sein. Das hier ist Seife, auch Sabun genannt, und essen dann in der Nähe des Bazars Reis mit Hähnchen und Bamia und setzen unseren Bazar-Rundgang fort. Das Obst und Gemüse hat einen großen eigenen Bereich im Bazar. Qualitativ scheint die Ware hier besser und frischer zu sein, so kaufe ich mir unter anderem frischen Tut, also Maulbeeren, und werde danach komplett schockiert. Hunde und Katzen in Käfigen. Der Verkäufer berichtet ganz stolz, dass dieser kleine Racker nur $120 kostet. Ich bin schockiert, Hunde und Katzen in engen Käfigen zu sehen und nehme euch in den berühmten Duhoker Zoo mit, obwohl ich das Konzept eines Zoos auch bedenklich finde, aber um euch zu zeigen, dass es den Tieren dort gut geht. Wir sehen viele verschiedene Tiere, leider auch Katzen und Hunde in Käfigen, und alle Tiere sehen leider irgendwie übermüdet und krank aus. Der hat hinten Blut, guck mal. Kommen wir zurück zum Essen. Das Restaurant Marjan in Duhok serviert ein Essen, das ich bereits aus unserer armenisch-georgischen Küche kenne und auch auf meinem Kanal zubereitet habe. Es ist Hashlama. Das Fleisch ist so gut gekocht, dass sich die Knochen einfach so lösen. Die Suppe ist sehr schmackhaft und man merkt, dass das Gemüse auch in der Fleischsuppe mitgekocht wurde. Ich esse die Hashlama komplett auf. Als nächstes fahren wir in einen Kurort in Duhok mit dem Namen Eschawa und sehen bereits im Eingangsbereich ganz viele Murabba, also selbstgemachte Marmelade. Dieser Kurort liegt direkt am Wasserfall und ist schön abgelegen und auch für Familien empfehlenswert, die ihr Essen mitbringen, schön sitzen und sich ihre Wassermelone vom Wasserfall abkühlen lassen und einen schönen Abend verbringen, wo sich die Kinder im Wasser austoben können und nicht nur vom Handy sitzen. Das Lustige war, dass auch hier die Musik manchmal plötzlich unterbrochen wurde, weil es wieder einen Stromausfall gab. Das kommt in ganz Irak mehrmals am Tag vor, dass der Strom für wenige Minuten einfach weg ist. 1 bis 2 Tage später kaufe ich in Duhok bei diesen Jugendlichen 4 selbstgemachte, echt leckere warme Brote, die insgesamt nur 1000 irakische Dinar kosten. Diese Tanur-Brote haben im Irak einen ganz besonderen Stellenwert, weil hier alles mit Brot gegessen wird. Ein paar Straßen weiter gibt es auch warme Tanur-Brote mit Tomatenbelag drauf, im Lamajun-Style, aber dicker. Auch hier schaue ich mir das Ganze in Ruhe an und träume davon, auch so einen Ofen zu Hause zu haben. Auf meiner Agenda steht noch diese Köstlichkeit, die ich lange gesucht habe: Halawa Dehina. Dehina ist ein Butterschmalz-Honig-Nachtisch, das ich unfassbar lecker fand. Das würde sich bestimmt auch in Deutschland gut verkaufen lassen. Im Restaurant Safin gibt es ein weiteres besonderes Gericht, das nicht nur im Irak gern gegessen wird, sondern auch in anderen Ländern. Es versteckt sich hier unter der Alufolie bzw. in dem Brot, das man erst einmal wegmachen muss. Es ist ein Gericht, ein Pilau mit Fleisch, Kishmish, Mandeln, Erbsen, und das duftet ein bisschen nach Biryani, heißt aber Kusi Sham. Witzig ist auch, dass zu einem Pilau-Reisgericht zusätzlich normal gegarter Reis als Beilage serviert wird. Aber so ist das hier: Reis mit Reis, Brot mit Reis, alles normal und alles lecker. Für mein letztes Gericht im Irak bin ich bereit, um 3 Uhr nachts aufzustehen, um zu schaffen, es rechtzeitig zu essen. Die Rede ist vom Bache. Bache darf nur am frühen Morgen gegessen werden und meist treffen sich die Männer und essen Bache um 5, 6 oder 7 Uhr morgens. Im Bache werden verarbeitet Lammköpfe mit Hirn und manchmal auch die Augen, Zunge, Wange, Füße, Kutteln bzw. Pansen und Därme, die mit Reis gefüllt werden und ganz lange auf niedriger Stufe gekocht werden.
Einige Bestandteile kann man nach dem Kochen auch frittieren und das Ganze wird auf Brot serviert und natürlich mit der eigenen Suppe übergossen. Diese Pansen kenne ich bereits aus unserer armenischen Küche, weil wir sie auch in dem Gericht Chash verarbeiten. Und Chash essen wir auch nur am frühen Morgen. Es ist in Armenien auch ein Männergericht wie die Bache im Irak. Das Stück Lammhirn esse ich tatsächlich zum ersten Mal und man sieht es meinem Gesicht nicht an, aber es ist wirklich lecker. Hier sieht man nochmal die Reisfüllung, hier sieht man das Ganze nochmal frittiert. Auch diese Variante ist sehr lecker. Bache wurde zu einem meiner Lieblingsessen und es war nicht nur mein letztes Essen in Duhok, sondern auch mein letztes Essen in Erbil, weil wir aus Erbil wieder zurückgeflogen sind und ich vorher nochmal Bache gegessen habe. Jetzt heben wir ab in Richtung Deutschland und die intensiven 2 Wochen Streetfood-Urlaub im Irak bleiben für immer in Erinnerung als eine Reise in ein wunderschönes Land mit viel Kultur, Tradition, Geschichte und ein gemeinsames Leben vieler Völker. Hoffentlich erlebt der Irak nie wieder einen Krieg.